Ich bin der Daniel Reisinger und in dem Video seht ihr, wie wir mit dem Feuerbeton von der Firma Wolfsöe so eine tolle Pizzakuppel bauen und ihr das ganz einfach selber nachmachen könnt. Ihr benötigt folgendes Material. Einerseits natürlich den Feuerbeton. Hier habe ich nochmal ein Schamotte-Mörtel C. Mit dem könnt ihr den Feuerbeton noch geschmeidiger und standfester machen. Das ist gerade interessant, wenn ihr eine sehr steile Pizzakuppel gießt, dass euch die Masse nicht zu sehr runterläuft, sondern einfach in sich stehen bleibt. Weiter empfehlen wir eine Dämmung, die unter den Pizzaofen kommt. Auf diese Dämmung kommt dann die 5 cm Backofenplatte, auf die später eure leckeren Pizzen und Brot zubereitet werden kann. Was sich auch noch empfiehlt, ist wie hier zu sehen ein Doppelwandfutter. Das könnt ihr dann mit der Keramikfaser oder einer Dichtschnur in den Feuerbeton mit eingießen und könnt da dann später den Schornstein, ein Rohr mit reinstecken. Als Basis für euren Pizzaofen solltet ihr euch einen Sockel vorbereiten. Wichtige Sachen, der muss natürlich nicht brennbar sein. Das heißt, ihr macht den aus Ziegelhuttisplatten oder aus Beton oder auf anderem feuerfesten Material. Weiter könnt ihr dann auf diesen Sockel die erste Dämmschicht drauf machen und wie ihr hier schon seht, die Pizzaplatten. Als Form für euren Pizzaofen eignet sich Sand, den ihr modelliert, und auf den kann dann der Feuerbeton aufgetragen werden. Um den Sand letztendlich in die richtige Form zu bringen, mache ich mir hierzu immer noch Schablonen. Anhand dieser Schablonen kann ich jetzt abschätzen, wie viel ich von meinem Sand auftrage, um später den richtigen Durchmesser und die richtige Höhe für meine Grundform zu bekommen. Nachdem ich jetzt meinen Sockel und meine Schablonen soweit vorbereitet habe, kann ich beginnen mit dem Eintragen des Sandes. Nun ist es soweit, wir können auf unsere vormodellierte Negativform nun den Feuerbeton auftragen. Dazu rühren wir uns den jetzt mal an. Zum Anmischen unseres Feuerbeton ist es Wichtige, dass wir das Verhältnis zwischen Wasser und Trockenmasse auch einhalten. Wenn wir jetzt zu unserem Feuerbeton noch ca. 5 bis 10% von unserem Schamotte-Mörtel 10 einrühren, dann erhalten wir noch mehr Steifigkeit im Material, was uns hilft, bei der Kuppel im unteren Bereich den hochzuziehen. So, und los geht's. Wir haben jetzt hier unseren fertigen Feuerbeton. Der, seht ihr, ist sehr schön cremig. Und so können wir den jetzt auftragen. Es empfiehlt sich hier erstmal eine dünne Schicht, so mit ca. 1,5–2 cm zu machen und dann kommt eben nochmal die zweite Schicht darüber. Im vorderen Bereich unserer Pizzakuppel soll ja der Rauch abziehen. Dazu bauen wir hier in den Feuerbeton ein sogenanntes Doppelwandfutter ein. Weil das aber aus Metall ist und sich anders ausdehnt, polstern wir hier das Ganze nochmal mit einer Keramikfaser oder einem Dichtband. Wenn ihr dann die erste Schicht aufgetragen habt, könnt ihr hier gern etwas aufrauen, dass die zweite Schicht, die kommt, wieder guten Kontakt aufbauen kann. Zu beachten ist dabei, dass ihr an jeder Stelle die gleiche Materialstärke erreicht, so dass euer Pizzaofen
auch insgesamt an jeder Stelle gleich viel Wärme speichern kann. Die benötigte Menge für eure Größe könnt ihr euch selbst errechnen. Dazu geht einfach auf die Webseite www.wolfshöhe.de, haben wir auch unten nochmal verlinkt. Da gibt es unseren Kuppelrechner und da könnt ihr ein bisschen spielen, welche Größe benötigt, wie viel Feuerbeton, bei welcher Auftragsstärke, und somit könnt ihr euch die richtige Menge an Material schon mal zusammenstellen. Von Zeit zu Zeit schaue ich dann immer mit meiner Schablone, ob ich denn an jeder Stelle schon genug aufgetragen habe und ob es auch von der Rundung her gut passt. Dazu mache ich mal gerne in der Mitte eben so einen Referenzpunkt rein und kann es dann danach genau abziehen bzw. noch auftragen. Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, ja, jetzt ist ja in dem Feuerbeton, in dieser Betonkuppel gar keine Bewehrung drin. Also ansonsten, wenn man doch mit Beton arbeitet, wird da oft Stahl eingelegt. Das empfiehlt sich bei dem Feuerbeton und bei dem Anwendungsbereich, wenn man da drin feuert, weniger bis gar nicht. Denn wenn man da größeres Metall, stärkeres Metall einlegen würde, das dehnt sich ganz anders da und dann wird sich die Kuppel eben ja, sehr schnell wieder selbst zerlegen. Ihr seht, unser fertig gegossener Pizzaofen aus Feuerbeton, den habe ich noch abgedeckt. Der ist jetzt unter der Folie. Diese Folie hilft dabei, dass der Zement schön langsam abbindet, nicht so schnell, sonst neigt er dazu, auch Risse zu bekommen. Das ist jetzt mal eine Nacht getrocknet und jetzt holen wir unsere Schalung innen drin raus, also unseren Sand. Hier etwas vorsichtig sein, dass wir noch nicht an die Innenfläche mit grobem Werkzeug hinschlagen. Ja, es ist geschafft. Die Feuerbetonkuppel ist innen drin vom Sand befreit. Ihr werdet jetzt noch so leichten Sand an der Oberfläche haben. Den am besten einfach abreiben, sei es mit einem feuchten Tuch, sei es mit einem Schwamm oder wenn wirklich es hartnäckiger ist, dann so ganz leicht mit einer Drahtbürste drüber gehen. Damit wird es wunderbar sauber. Vor allem auch nach den ersten paar Mal einheizen wird es dann komplett weg sein und frei sein.